Freunde, willkommen zurück. Hala Madrid, mein Name ist Dennis. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die tickende Zeitbombe Real Madrid. Ja, heute werden wir mal alles besprechen. Die tickende Zeitbombe. Erstmal, der Trainer hat Probleme mit Dani Carvajal, beziehungsweise der möchte natürlich spielen. Wir werden auf Arda Güler gucken. Meint er oder er hat sich ja geäußert, stimmt das auch wirklich? Dann werden wir auf das Spiel gegen Real Sociedad gucken. Wir werden noch mal ganz kurz in die Bundesliga reinschauen und so weiter. Ne? Da ist das doch nicht so schon am Ende. Also es wird eng, nachdem Dortmund gestern 4-0, glaube ich, gewonnen hat. Und dann so ganz kleine Sachen, die wir hier besprechen, die einfach bei dieser ganzen Story Real Madrid, diese tickende Zeitbombe, wann explodiert sie richtig oder am besten sollte sie natürlich nicht explodieren. Da wollen wir mal ganz kurz drüber talken. Sorry, talk ganz ruhig. Ja, cool. Aber schön, dass ihr auf jeden Fall da seid. Und wer noch nicht den Kanal abonniert hat, macht das bitte. Ja, fangen wir mal mit, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viel. Fangen wir mal an mit unserem Trainer. Ja, mit unserem Trainer. Also es ist natürlich klar, dass Dani Carvajal sich beschwert so langsam, weil ihr könnt ja mal euch vorstellen, oder ihr wisst ja, wie lange er eigentlich schon fit ist, aber immer auf der Bank sitzt. Aber er wechselt ihn nicht ein. So, und da ist natürlich die Frage, was das soll. Und ich kann langsam ihn verstehen. Ich meine, das ist die letzte Legende bei uns. Und er überlegt ja schon, also es steht so auch wieder wahrscheinlich ein Gerücht, keine Ahnung, ob er uns verlässt am Ende der Saison. Ja, das fehlt uns jetzt. Da können wir nicht drüber, also das geht gar nicht. Noch eine neue Story und so einen ganzen Schwachsinn. Er muss einfach spielen. Und dann kann Valverde endlich weg da, ne? Und dann kann er wieder ein bisschen offensiver spielen. Aber Dani Carvajal muss einfach auf seine Position spielen. Und er kann doch auch. Ne? Er will doch auch. Und ihr habt auch gesehen, dass er hat nach dem Spiel da, er hat sich, glaube ich, er fragt sich natürlich immer und setzt langsam das in Frage, ob er überhaupt noch spielt, die Saison, und ob der Trainer überhaupt ihn einwechselt und ob das Mannschaftsessen da jetzt was gebracht hat oder nicht. Wir werden jetzt alles sehen, das ist ja sehr interessant, das habe ich im Intro vergessen. Das Mannschaftsessen war natürlich auch, das habe ich auch berichtet drüber. Aber was meint ihr dazu? Also das erste Thema, Dani Carvajal muss doch spielen. So, man kann jetzt nicht den auch noch in Frage stellen, so dass der auch überlegt zu gehen. Ich meine, dass der irgendwann natürlich sagt, es ist Schluss. Okay, aber er müsste jetzt noch einiges gewinnen, weil er hat ja fast nach Toni Kroos, glaube ich, mit am meisten gewonnen. Naja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ja. Ach so, und dann, das habe ich auch im Intro vergessen. Guck mal, es ist so viel, dass ich das einfach vergesse. Dann hat natürlich Perez, soweit ich das mitbekommen habe, am Rande tatsächlich, weil ich habe die letzte Zeit ein bisschen viel zu tun gehabt, hatte er sich mit der UEFA ein bisschen, sag ich mal, versöhnt und in die Hand gereicht, in Anführungsstrichen, und sagt, jetzt ist erstmal Ruhe, wir wollen jetzt erstmal ein bisschen Ruhe haben. Ja, tatsächlich, das ist ja Wahnsinn. Aber ich sage euch eins, wenn ein bisschen kommt, dann wird er sich wieder aufregen. Also ihr wisst ja, Superliga und all das, was da war. Und ja, aber wenn jetzt ein bisschen Ruhe ist, ist es ja auch positiv. Guck mal, es gab ein Mannschaftsessen, natürlich nur mit den Spielern. Jetzt hat Perez sich ein bisschen mit der UEFA beruhigt. Es ist doch erstmal wichtig, auch vor allen Dingen, ja, so sieht das aus. Ach so, was ich auch vergessen habe in Intro, siehst du, es fällt mir alles ein. Barcelona hat 4-0 oder 4-1, was war das jetzt eigentlich? Verloren, ist egal, sie haben verloren, aber so richtig mal in der ersten Halbzeit von Atletico auf die Fresse bekommen. Das will ich einfach nur mal am Rande sagen. Ich habe mir das Spiel angeguckt. Die erste Halbzeit, die hätte noch ganz anders ausgehen können. Yes, die hätte noch ganz anders ausgehen können. Genauso wie Dortmund. Ne? Da springen wir dann gleich mal in die Bundesliga. 4-0. Ja, und wir schauen mal auf die Tabelle. Ich hatte sie gerade angeguckt. Ich werde sie mal einblenden. Das sind ja nur noch 3 oder 4 Punkte. Ja. Ich dachte, die Bundesliga wäre durch mit den FC Bayern. Ich meine, ich glaube nicht, dass der sich das nehmen lässt. 79 Tore. Und die spielen ja erst. Ja, was soll ich sagen? Ist immer auch geil, dass Harry Kane immer mit MAP verglichen wird. Naja, in der Bundesliga, was glaubst du denn, oder was glauben die Leute denn, wie viele Tore MAP in der Bundesliga schießen würde, wenn er erstmal in München angekommen ist? Wenn er die Ballvorlagen bekommt, wie man in München bekommt. Will ich gar nicht drüber reden. Ja, aber ich bin gespannt. Bayern muss nachlegen. Und wer hätte es gedacht? Habe dann nach langer Zeit mal wieder hingeschaut und sehe, was ist denn? Und was ist mit Dortmund vor allen Dingen los? Hey, Dortmund in der Champions League mal so, aber in der Bundesliga dachte ich, da können sie wieder nichts, aber sie kommen ran.
Aber naja, es ist ein bisschen, ich habe ja auch einen Bayern-Fan und werde schon langsam nervös ein bisschen. Bin gespannt. Ja, ich werde bestimmt irgendetwas alles vergessen, aber es ist so viel in der NFL. Wie gesagt, die tickende Zeitbombe. Hier gibt's tagtäglich irgendwas. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt Arda Güler. Weil der hat ein Statement zu diesen Mobbing-Vorwürfen zurückgewiesen. So, aber Freunde, ich bin mir da nicht zu 100% sicher, weil er kann, ihr müsst euch das vorstellen, er kann ja auch nicht jetzt sofort sagen, ja, die mobben mich. Es sollte so sein und er sollte das auch können, aber das funktioniert nicht so einfach. Und wenn man so einfach mal ihn anschaut, überlegt euch mal bitte, das hat auch einer in die Kommentare geschrieben und das stimmt auch. Und ich habe ihn dort beobachtet. Habt ihr mal überlegt oder ist euch das mal in den Sinn gekommen, wie der bei Fenerbahce gespielt hat? Ja, lasst euch das mal kurz Revue passieren und wie er hier spielt. Ich will jetzt nicht sagen, dass er hier schlechter spielt, aber viel befreiter war bei Fenerbahce und die richtige Position etc. pp. Und jetzt ist dann natürlich klar, dass er sagt, nein, er wird nicht gemobbt. Übrigens von derjenige, der das ja gesagt haben soll, verbessert mich bitte. Das ist derjenige, der ihn auch entdeckt haben soll, wenn das denn stimmt. Ne? Ihr müsst mich verbessern, vor allem die Leute, meine Freunde aus der Türkei, verbessert mich ruhig. Aber überlegt euch das mal. Also, ich sag 50-50. Das ist noch nicht wirklich durch. Wir werden jetzt erstmal, wie gesagt, ich wiederhole mich, habe ich eingangs ja vorhin erzählt, am Anfang des Videos, glaube ich, nach diesem Essen. Ich bin jetzt gespannt. Jetzt muss man beobachten, nicht dieses Spiel gleich, überhaupt die nächsten 2-3 Spiele wird sich das entscheiden, ob dieses Essen wirklich was gebracht hat oder ob diese Egos einfach sich nur ins Rampenlicht stellen wollten, wie MAP, Vinny, Bellingham etc. pp. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Aber das letzte Wort ist da noch nicht Gerede. Ich bin der Meinung, ja, er kann das jetzt geschrieben haben. Ihr wisst doch in der Öffentlichkeit, wie das ist. Weil, wenn er das auf einmal sagt, ja, ich werde gemobbt, überlegt euch mal, was denn kommt. Wer mobbt ihn? Dann wird das alles kontrolliert, also in der Öffentlichkeit. Das geht nicht so einfach. Und deswegen bin ich der Meinung, da ist noch nicht, das stimmt, also, was heißt, ich will nicht sagen, es stimmt, nee, unterstellen will ich nichts, aber das ist noch nicht alles durch, das sage ich euch. Ja, wir lassen es so stehen und ich hoffe natürlich, dass das stimmt, was er sagt, damit er nicht gemobbt wird. Aber ich glaube es einfach noch nicht ganz, was er so gesagt hat, weil das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. So. Und dann noch einmal gegen Real Sociedad, die Vorgeschichte. Ich weiß jetzt nicht, wann dieses Video sollte, also an heute kommt, oder wenn das Spiel kommt an den Tag. Müssen wir sehen. Entweder kommt es jetzt an den Tag, wo das Spiel kommt, oder einen Tag vorher. Dementsprechend ist es egal, Real Sociedad ist stark. Also so einfach wird das nicht. Das wird kein also es wird nicht so ein Durchgehen 4-5-0, das wäre natürlich nice, aber das glaube ich nicht. Und da bin ich mal gespannt, das wird gar nicht so erwähnt, wie viele Zuschauer kommen. Ich meine, es steht immer, dass 83.000 etwas in unser Stadion passen, aber bis jetzt waren, glaube ich, das meiste, 74.000. Das ist sogar unter München. So, welche Plätze sind denn immer zu? Oder haben sie es etwa verkleinert? Das wäre ja absolute Scheiße. Während Barca sich extrem vergrößert, nochmal über 100.000. Also, und ich weiß nicht, das letzte Mal waren 71.000. Ich meine, das ist ja auch viel. Aber irgendwie so richtig 83.000 oder mal 80.000. Keine Ahnung. Auch nicht mal gegen Barca, glaube ich. Ja, bin mal gespannt. Könnt ihr mal unterschreiben, ob ich da irgendwas verpasst hat oder ob da irgendein Rang oder irgendwas noch zu ist oder wegen den Restaurant oder was auch immer da oben gemacht wird. Und naja, egal. Bevor ich abschweife, das Spiel wird auf jeden Fall auch wieder, denkt an meine Worte, das wird, vor allen Dingen die erste Halbzeit wird wahrscheinlich wieder ein Krampf. Es könnte ein Krampf werden. Wieder kein schönes Spiel. Also wieder das Übliche. Es ist anstrengend im Moment Real zu schauen. Naja, ihr könnt ja mal unterschreiben. Viele Themen, ganz großes Thema, die Ticken der Zeitbombe. Real, ich hoffe, dass sie nicht hochgeht, dass sie im Griff kriegen, weil wenn sie hochgeht, dann weiß ich nicht, was passiert. Ja, dementsprechend, wenn ich irgendwas vergessen habe, könnt ihr gerne unterschreiben, dann können wir da auch mal drüber talken. Schreibt gerne mal rüber, über was ihr so hören wollt, was ich mal durchgehen soll, was ich worüber ihr mal meine Meinung wissen wollt. Und dann sage ich mal, bin ich raus. Hala Madrid, Freunde, und bis zum nächsten Video. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall nach dem Spiel sein, ein Tag. Und dann werden wir das Spiel auseinandernehmen. Also, Freunde, reinhauen.